Waren sie wirklich freier als wir heute oder war ihr Alltag nur anders schwer? In diesem Video schauen wir darauf, wie frühe Menschen Nahrung fanden, Feuer bewahrten, Kinder schützten, Werkzeuge herstellten, Geschichten erzählten und warum aus all diesen einfachen Tätigkeiten irgendwann feste Rollen, Pflichten und Berufe entstanden. Denn vielleicht beginnt die Geschichte der Arbeit nicht im Büro, sondern am Feuer. Was machten Menschen den ganzen Tag, bevor es Berufe gab? Stell dir einen Morgen vor, an dem kein Wecker klingelt, kein Termin wartet im Kalender und niemand zählt deine Minuten. Trotzdem beginnt kein leerer Tag, sondern ein Tag voller Entscheidungen. Vor festen Berufen gab es Hunger, Kälte, Feuer und andere Menschen. Es gab Kinder, Spuren, Tiere, Wetter und Geschichten. All das musste beachtet werden, lange bevor jemand eine Berufsbezeichnung hatte. Heute denken wir bei Arbeit an Uhrzeiten, Orte und klare Aufgaben. Damals war der Alltag viel offener und zugleich viel unsicherer. Leben, Lernen, Suchen und Ausruhen waren noch eng miteinander verbunden. Genau deshalb ist diese Frage so spannend. Was tat ein Mensch damals, wenn es noch keine Berufe gab? Der Morgen begann nicht mit einem Plan, sondern mit Orientierung. Die Glut vom Vorabend konnte noch schwach im Feuer liegen. Ein ungewohnter Geruch in der Luft war vielleicht ein Warnzeichen. Frische Spuren am Rand des Lagers konnten Hoffnung oder Gefahr bedeuten. Auch die Stimmung der Gruppe spielte schon früh eine Rolle. War jemand krank, verletzt oder erschöpft, veränderte sich der ganze Tageslauf. Danach rückte meistens die Nahrung in den Mittelpunkt. Doch die Suche nach Essen sah nicht immer wie eine große Jagd aus. Manchmal reichte ein Gang zu bekannten Pflanzenstellen. An anderen Tagen wurden Wasserstellen, Nester oder Tierfährten geprüft. Der wichtigste Besitz war dabei kein Werkzeug, sondern Erfahrung. Eine essbare Pflanze musste von einer gefährlichen unterschieden werden. Eine reife Frucht sah anders aus als eine, die noch warten musste. Ein frischer Abdruck im Boden erzählte mehr als viele Worte. Besser zu wissen, wann man nicht zugreift, konnte genauso wichtig sein. So wurde Aufmerksamkeit zu einer unsichtbaren Fähigkeit des Überlebens. Nicht jeder in der Gruppe tat jeden Tag dasselbe. Ein guter Fährtenleser konnte später Holz tragen oder am Feuer helfen. Geschickte Hände wurden beim Werkzeug gebraucht, aber auch bei Fellen und Körben. Ältere Menschen erinnerten sich an Wege, Wasserstellen und frühere Gefahren. Kinder lernten nebenbei, indem sie zusahen und nachmachten. Der Alltag war keine Sammlung getrennter Berufe, sondern ein Netz aus Fähigkeiten. Viele Stunden bestanden aus ruhigen, wiederholten Handgriffen. Ein Stein wurde geprüft, gedreht und vorsichtig bearbeitet. Holz brauchte Form, bevor daraus ein Speer oder Griff wurde. Heute mussten geschabt werden, damit sie weicher und brauchbarer wurden. Sehnen, Fasern und Pflanzenmaterial konnten Dinge zusammenhalten. Nichts davon wirkte spektakulär, aber alles konnte später wichtig werden. Aus kleinen Verbesserungen entstand langsam eine größere Sicherheit. Mit jedem gelungenen Werkzeug wurde Erfahrung gespeichert. Für Kinder war diese Welt zugleich Spielplatz, Schule und Werkstatt. Niemand erklärte stundenlang an einer Tafel, was zu tun war. Gelernt wurde durch Beobachten, Fehler und viele Wiederholungen. Ein misslungener Schlag auf den Stein war kein Ende, sondern Teil des Lernens. So wuchs Können nicht in Unterrichtsstunden, sondern im täglichen Tun. Eine besondere Mitte des Lebens war das Feuer. Es wärmte, leuchtete und machte Nahrung leichter verträglich. Seine Nähe konnte Tiere fernhalten und Menschen zusammenbringen. Darum durfte die Glut nicht einfach ausgehen. Trockenes Holz musste gefunden und das Feuer vorsichtig erhalten werden. Wer dabei saß, war nicht untätig, sondern schützte etwas Entscheidendes. Rund um die Flammen veränderte sich auch die Sprache des Tages. Praktische Hinweise über Wege, Pflanzen und Tiere wurden weitergegeben. Später, wenn die Dunkelheit dichter wurde, wuchsen die Erzählungen. Jetzt konnten Erinnerungen, Warnungen und seltsame Erlebnisse eine Form bekommen. Eine gute Geschichte war nicht nur Unterhaltung, sondern gespeichertes Wissen. Sie konnte eine Regel erklären, eine Gefahr beschreiben oder Mut machen. Darum passt Kunst so gut zu diesem frühen Alltag. Menschen malten Tiere an Höhlenwände und hinterließen Zeichen im Stein.
Schmuck aus Muscheln, Knochen oder Zähnen machte Zugehörigkeit sichtbar. Musik entstand aus Atem, Rhythmus und einfachen Materialien. Solche Dinge stillten keinen Hunger und trotzdem waren sie wichtig. Sie zeigten, dass der Mensch mehr suchte als bloßes Überleben. Auch Schönheit, Erinnerung und Bedeutung gehörten zum Leben. Gerade dieser Punkt wird oft unterschätzt. Wenn ein Mensch Zeit in Schmuck oder Klang legte, war das kein Zufall. Es bedeutete, dass eine Gruppe mehr kannte als reine Not. Ein Zeichen konnte erinnern, verbinden oder einfach Freude machen. Vielleicht begann Kultur genau dort, wo ein Tag nicht nur überstanden wurde. Ebenso wichtig war das Miteinander. Allein war ein Mensch verletzlich, in der Gruppe dagegen stärker. Wer krank wurde, brauchte Fürsorge und Geduld. Wer nichts fand, war auf Teilung angewiesen. Ein Kind konnte nicht allein aufwachsen, also trugen viele mit. Gespräche, Nähe und gemeinsame Zeit waren deshalb keine Nebensache. Sie hielten die Gruppe zusammen, bevor es Verträge oder staatliche Hilfe gab. Auch Streit gehörte vermutlich zu diesem Leben. Wo geteilt wird, entstehen Spannungen. Wer zu wenig beitrug, konnte auffallen. Wer zu viel verlangte, ebenfalls. Darum brauchte eine Gruppe nicht nur Nahrung, sondern auch Regeln. Diese Regeln standen nicht auf Papier, sondern lebten in Erinnerung und Verhalten. Auch Ruhe hatte eine andere Bedeutung als heute. Wenn genug Nahrung vorhanden war, musste nicht jeder Augenblick gefüllt werden. Ein Nachmittag konnte langsam werden, ohne sinnlos zu sein. Im Schatten wurde geflochten, repariert, beobachtet oder einfach gewartet. Energie war kostbar und unnötige Erschöpfung konnte gefährlich werden. Manchmal war Abwarten die vernünftigste Entscheidung des Tages. Der Rhythmus kam nicht aus einer Uhr. Licht, Hunger, Wetter und Jahreszeit gaben die Richtung vor. Ein plötzlicher Regen konnte Pläne verschieben. Eine Verletzung verlangsamte vielleicht die ganze Gruppe. Ein guter Fundort machte den Tag leichter. Eine schlechte Spur konnte alle vorsichtig werden lassen. Der frühe Alltag war also nicht planlos, sondern anders geordnet. Vor ungefähr 10.000 Jahren begann sich diese Ordnung zu verändern. Pflanzen wurden angebaut, Tiere gehalten und Vorräte angelegt. Ein Feld machte den Tag berechenbarer, aber auch verpflichtender. Saat, Pflege, Ernte und Schutz ließen sich nicht beliebig verschieben. Menschen blieben länger an einem Ort und Siedlungen wuchsen. Mit größeren Gemeinschaften entstanden auch dauerhaft wiederkehrende Aufgaben. Aus besonderen Fähigkeiten wurden langsam feste Rollen. Wer Gefäße herstellte, tat das vielleicht immer häufiger. Andere kümmerten sich um Vorräte, Handel, Bau oder Verteidigung. Mit der Zeit bekamen Tätigkeiten Namen und einen festen Platz. So entstanden Berufe nicht plötzlich, sondern aus wiederholten Notwendigkeiten. Zeit wurde stärker eingeteilt und der Mensch wurde stärker über seine Aufgabe beschrieben. Das brachte Fortschritt, aber auch eine neue Art von Abhängigkeit. Ohne Spezialisierung gäbe es keine Städte, keine Medizin und keine Schrift. Doch jede Ordnung verändert auch den Blick auf das eigene Leben. Heute fragen wir Kinder früh, was sie einmal werden wollen. Damit meinen wir meistens einen Beruf, nicht zuerst eine Lebensweise. Für frühe Menschen wäre diese Frage wahrscheinlich fremd gewesen. Sie waren nicht nur eine einzige Sache. Mal suchten sie Nahrung, mal lernten sie, mal halfen sie anderen. Am Morgen konnte ein Mensch Spuren lesen und am Abend Geschichten erzählen. Zwischendurch wurden Werkzeuge repariert, Kinder beruhigt oder Vorräte geteilt. Die gleiche Person konnte an einem Tag viele Rollen tragen, nicht als Titel, sondern als Teil des Lebens. Für uns klingt das ungewohnt, weil ein Beruf heute Identität schafft. Man fragt nicht nur, wie jemand lebt, sondern was er macht. Der frühe Alltag kannte diese scharfe Zuordnung noch nicht. Dort zählte eher, was der Moment verlangte. Ein Tag konnte jemanden zum Sammler, Helfer, Erzähler und Wächter machen. Genau diese Beweglichkeit ging später teilweise verloren. Was machten Menschen also den ganzen Tag, bevor es Berufe gab? Nahrung musste gefunden, Feuer bewahrt und die Gruppe geschützt werden. Werkzeuge entstanden langsam, während Kinder durch Zuschauen lernten. Geschichten hielten Erinnerungen wach und Beziehungen hielten Menschen zusammen. Wenn es möglich war, wurde geruht, gespielt oder etwas Schönes geschaffen. Der Tag war weder Urlaub noch unsichtbare Fabrik.
Er war eine Mischung aus Notwendigkeit, Nähe, Gefahr und freierem Rhythmus. Vielleicht berührt uns diese Frage deshalb so stark. Unsere Tage sind heute voller Namen, Termine und Rollen, doch unter all dem bleiben sehr alte Bedürfnisse bestehen. Wir suchen Sicherheit, wir suchen Nahrung, wir suchen Nähe, wir suchen Bedeutung. Und vielleicht taten frühe Menschen genau das auch, nur ohne Beruf und mitten in einem Tag. Vielleicht ist das die eigentliche Pointe. Unsere Vorfahren hatten keine Karriere, aber sie hatten einen Tageslauf. Sie hatten keine Stellenbeschreibung, aber sie kannten Verantwortung. Sie hatten keine Freizeit im modernen Sinn, aber auch keine Uhr über sich. Ihr Leben war härter, offener und unmittelbarer zugleich. Und aus genau diesem Leben entstand langsam das, was wir heute Kultur nennen.